Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute präsentiere ich euch das in vielen Kommentaren so oft gewünschte Knoppers-Video. Dafür habe ich hier als erstes 6 Waffelplatten mit einer Größe von 20 x 20 cm, außerdem 100 Gramm geschmolzene weiße Schokolade und jetzt die Waffelplatten zunächst mit etwas weißer Schokolade einpinseln und danach bündig mit einer zweiten Waffelplatte zusammenkleben. Die Waffelplatten dann zur Seite legen und weiter geht's mit der Haselnusscreme. Dafür 250 Gramm Vollmilchschokolade, 100 Gramm Zartbitterschokolade, 200 Gramm Nussnougat und 125 Gramm Nutella in eine Rührschüssel geben, bei 700 Watt für 45 Sekunden in der Mikrowelle erwärmen, alles einmal gut umrühren, dann nochmals für 30 bis 45 Sekunden in die Mikrowelle stellen und das Ganze so lange wiederholen, bis die Schokolade komplett geschmolzen ist. Zum Schluss 150 Gramm gehackte und geröstete Haselnüsse zur Schokoladenmasse geben, die Haselnüsse unterrühren und die Rührschüssel danach zur Seite stellen. Als nächstes für die Milchcreme 25 ml Milch und 50 Gramm Kaffeeweißer in eine kleine Tasse geben, verrühren, bis sich der Kaffeeweißer komplett aufgelöst hat und die Milch richtig schön zähflüssig vom Löffel herunterläuft. Die Milch danach zusammen mit 200 Gramm weicher Butter und 100 Gramm Puderzucker in eine Rührschüssel geben, mit einem Mixer für etwa 1 bis 2 Minuten verrühren, so lange bis alles richtig schön weiß und cremig ist. Dann 150 Gramm weiße Schokolade schmelzen, zur Buttermischung gießen und für weitere 1 bis 2 Minuten untermixen, bis daraus eine richtig schön fluffige Creme entstanden ist. Wenn das erledigt ist, können wir unser Knoppers schichten, dafür eine Waffelplatte auf ein Küchenbrett legen, dann brauchen wir einen Rahmen, den habe ich aus 4 Kartonteilen mit den Maßen 20 x 8 cm zusammengeklebt und in Frischhaltefolie eingewickelt, einfach drumherum platzieren. Als nächstes die Schokoladen-Haselnussmasse in die Form gießen, alles bis in die Ecken verstreichen, danach eine weitere Waffelplatte auf der Haselnussschicht andrücken, die vorbereitete Milchcreme darauf verstreichen, dann die letzte Waffelplatte und zum Schluss 100 Gramm geschmolzene Vollmilchschokolade auf der Waffel verstreichen. So kommt das Knoppers jetzt für mindestens 6 bis 8 Stunden, am besten aber über Nacht zum Aushärten in den Kühlschrank. Und am nächsten Tag können wir den Rahmen wieder entfernen, eventuell die Seiten des Knoppers mit einem Messer begradigen, damit man die Schichten auch gut erkennen kann. Und so sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Hier nochmal ein Knoppers in Originalgröße daneben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir wie immer in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.